Beim Spielen von Bindungen nach oben nutzt man gerne Silben, wie zum Beispiel Tai. Das Problem ist, wenn ich oben dieses enge I benutze, dann ist die Intonation oben zu hoch. Ich komme zwar auf dem Ton XY an, aber dieser wird einfach viel zu spitz vom Klang, intonatorisch zu hoch. Was macht also Sinn an dieser Stelle zu benutzen? Meine Empfehlung ist immer hier weit zu denken. Das heißt, man hat eigentlich Ta, Ta und macht eigentlich auf. Die Intonation wird dadurch wesentlich stabiler und besser. Man bleibt besser in der Spur. Wenn ich das einmal exemplarisch vormachen kann. Das war mit I, ne, der Ton oben wird auch matt. Jetzt mit A. Er hat auch ein ganz anderes Volumen und klingt insgesamt offener. Also pass mal auf, wenn du deine Bindungen spielst, vor allem wenn es nach oben gehst und du spitze Vokale wie E oder I noch mehr benutzt, dass die Intonation nicht zu hoch wird. Und wenn das der Fall sein sollte, gehe eher in die Breite offener Kehlkopf, Ta, und du wirst merken, es ist offen vom Klang. Es ist wesentlich stabiler in der Intonation. Na, wenn man oben immer dann zu höheren Tönen spielt und man etwas mehr Aktivität, etwas mehr Luftdruck und dann noch die Zungenposition ins Offensive ändert, dann ändert sich natürlich auch automatisch die Intonation. Und da müssen wir eben aufpassen, dass wir da dennoch in der Spur bleiben sollten. Durch diese Vokale zum Beispiel haben wir natürlich ein wunderbares Hilfsmittel, uns die Zungenbewegung bewusst zu machen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht übersteuern und dementsprechend zu hoch werden. Wie machst du es mit deinen Naturtonbindungen, mit deinen Bindungen im Allgemeinen? Schreib's gern in die Kommentare. Ansonsten bis nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.